Herzlich willkommen zu unserer Zeitreise hier in Schloss Weigersheim, der Stammburg der Herren und späteren Grafen und ganz zum Schluss dann Fürsten von Hohenlohe. Mit einer außerordentlich hochwertig und fast vollständig erhaltenen Innenausstattung des Barocks und im Hintergrund der wunderbare Barockgarten mit seinem Figurenprogramm. Unter den wenig erhaltenen Renaissance-Festsälen in Deutschland ist der Weigersheimer Rittersaal sicher einer der großartigsten. 8 Meter hoch, 12 Meter breit, 40 Meter lang mit einer freitragenden Decke. Ein Meisterwerk der Handwerkskunst, denn diese Decke trägt frei. Das gesamte Raumprogramm vollständig erhalten. Wir haben hier über 69 Kassettenbilder an der Decke. Wir haben die faszinierenden Steinschneiderfiguren von jagdbarem Wild in der oberen Zone. Und wir haben natürlich die Ahnen des Bauherren Wolfgang an den Wänden, deshalb der Name Rittersaal. Hinter mir ein großartiger Prunkkamin mit einem ganz dichten ikonografischen Programm, das deutlich macht, Wolfgang verstand sich als evangelischer, als reformierter Fürst in deutlicher Opposition zu den Katholiken. Prachtbetten dieser Art gab es im 18. Jahrhundert in jedem Schloss. Und an den großen königlichen oder kaiserlichen Höfen waren diese Betten sogar noch opulenter ausgestattet. Aber bei aller Pracht, Betten waren Gebrauchsgüter. Irgendwann waren sie abgenutzt oder kamen aus der Mode oder die Schlafgewohnheiten haben sich geändert. Deshalb haben sich nur sehr wenige in Europa erhalten. Hier in Weigersheim haben wir das große Glück, 5 dieser faszinierenden Bettkonstruktionen vollständig erhalten zeigen zu können. Warum? Es war Glück im Unglück. 1756 starb Karl Ludwig, der diese Innenräume zusammen mit seiner Ehefrau eingerichtet hatte, und danach verlor Weigersheim seine Funktion als Residenzschloss. Alles blieb am Platz, verstaubte, aber blieb dadurch für die Nachwelt erhalten. Neben dem faszinierenden und so einzigartig gut erhaltenen Renaissance-Schloss mit seiner reichen barocken Ausstattung gibt es noch einen zweiten Höhepunkt hier in Weigersheim, und das ist der Barockgarten. Und dazu möchte ich Sie jetzt einladen. Kommen Sie einfach mit. Als Karl Ludwig und Elisabeth Friederike Sophie 1709 hier in Weigersheim ankamen, war einer ihrer ersten großen Vorhaben, den Schlossgarten zu verschönern und zu modernisieren. Die Anregungen hatte sich Karl Ludwig in ganz Europa bei seiner Kavalierstour beschafft, als er viele große zeitgenössische Gärten ansah. Als erstes ließ Karl Ludwig einen Durchgang durch das Renaissance-Schloss schlagen, um eine strenge barocke Achse zu erzeugen. Und dann bestellte er 70 steinerne Figuren. Und das ist das Großartige in Weigersheim. Diese Figuren sind alle vollständig erhalten und viele von ihnen stehen seit über 300 Jahren an genau dem gleichen Platz. Normalerweise verkörpern diese Figuren Götter oder Personifikationen der Elemente, der Himmelsrichtungen, der Jahreszeiten, von Tugenden. Aber hier in Weigersheim gibt es noch etwas ganz Besonderes, nämlich diese Karikaturen der Hofbediensteten. Wir haben hier den Trommler, den Denker. Das ist durchaus als Zeichen des Respekts des Grafen vor seiner Hofdienerschaft zu verstehen. Aber weil es Diener waren, wurden sie halt anders dargestellt als die Götter im eigentlichen Garten. Und sind wir doch mal ehrlich, diese liebenvollen kleinen Kerls sind doch sowas wie Vorläufer unserer heutigen Gartenzwerge. Den Abschluss des Gartens bildeten die beiden Orangerien. Orangerien waren im Grunde Funktionsgebäude, die man in einem barocken Garten benötigte, denn man musste die klimaempfindlichen Pflanzen vor der Winterkälte bewahren.
Aber gleichzeitig wirken die beiden Orangeriegebäude als faszinierende und beabsichtigte Kulisse, die die Achse, die vom Schloss zum Garten führt, verlängert in den gräflichen Herrschaftsbereich. Wir haben hier keinen abgeschlossenen Garten, kein Paradiesgärtlein, sondern einen barocken Herrschaftsanspruch, der die Landschaft gestaltet, zunächst im unmittelbaren Schlossbereich, aber dann auch das herrschaftliche Gebiet hinter dem Garten dem Gestaltungswillen des Fürsten unterwirft.